Digitalsteuerung versus Wi-Fi-Steuerung. Herzlich willkommen im neuen Video. Wir freuen uns, dass viele unserer Kunden nach wie vor die Digitalsteuerung lieben. Aber auf der anderen Seite gibt es mittlerweile sehr viele, die die Wi-Fi-Steuerung schon nutzen mit der App-Funktion. Wo ist einmal der Unterschied? Um was geht es da bei uns? Das ist die Digitalsteuerung. Über die Digitalsteuerung habt ihr oben ein Display, wo die Infrarottemperaturen angezeigt wird. Da stelle ich die Temperatur ein und über diese Enter-Tasten nehme ich die Programmierungen vor. Bei der Wi-Fi-Steuerung ist es so, da habe ich mein Display, der zeigt heute an, was für Stromverbrauch gebraucht wird. Ich habe heute mit Up oder Down im Endeffekt meine Temperatur zum Einstellen und ich habe die Enter-Tasten für die Menüfunktion. Ihr seht einmal jetzt, ich habe da mal zwei Typ 2 Paneele einmal verkehrt hergelegt. Der Unterschied liegt heute nicht hingehend vom Panel, sondern der Unterschied ist die Steuerung. Die Steuerung digital liegt einmal da bei mir. Das ist die Digitalsteuerung. Ihr seht im Endeffekt, wir haben da auch mit Up und Down die Temperatur zu verstellen. Wir haben da auch eine sogenannte Enter-Funktion. Diese Steuerung ist absolut für manuell gedacht. Das heißt, ohne Internet zu verwenden, das ist ganz wichtig, und da gibt es auch keine App-Funktion und ihr könnt das auch nicht nachrüsten. Also wenn ihr euch für dieses System entscheidet, kann man zu einem späteren Zeitpunkt die Steuerung tauschen. Man kann sie adaptieren, also falls ihr heute mal sagt, ich will jetzt ein paar Räume auf Wi-Fi umstellen, dann kann man das machen, das ist kein Problem, aber dann muss man die komplette Steuerung tauschen. Diese Steuerungen sind bitte Computer, das ist kein Thermostat. Der Thermostat ist immer nur ein aus. Unsere Steuerungen haben da einen Fühler und diese Fühler hängen dann bei der Wand nach unten. Bei der Digitalsteuerung seht ihr da. Bei der Wi-Fi-Steuerung habe ich das Hygrometer, zu dem kommen wir noch. Bei der Digitalsteuerung ist es aber so, dass wir eine sogenannte 8-stufige Stromregulierung haben. Das heißt, beim Typ 1, beim gängigsten, beim quadratischen Panel, reguliert dieses Panel vollautomatisch den Stromverbrauch von 550 Watt bis auf 105 Watt. Das Ganze auf 1 Grad genau, das Ganze im Endeffekt bis zu 600 Mal pro Minute. Diese Steuerung hat eine sogenannte Tastensperre drauf. Wenn sie jetzt beide oben gerückt werden, dann ist es gesperrt. Oder ich habe eine Programmierungsfunktion, dann kann ich zum Beispiel bis zu 6 Programmierungen verwenden, aber entweder manuell oder programmiert. Beides im Endeffekt hin und her zu switchen geht nicht. Das heißt, wenn ich das einmal programmiert habe und ich sage, nein, jetzt würde es jetzt wieder über einen Automatikmodus lassen, dann geht das bitte nur, indem du das löscht. Diese Steuerungen sind bei uns kein Zukaufteil. Diese Steuerungen sind alle aus dem Hause Celsius, werden im Hause Celsius unter höchste Kriterien gebaut. In den Jahren haben wir die Wi-Fi-Technologie entwickelt und über diese Wi-Fi-Technologie geht das Ganze natürlich weiter. Ich halte es jetzt nebeneinander. Es wird Ihnen viele auffallen, dass dieser Fühler wegfällt, der was im Prinzip ja nur die Wärme von den Bauteilen als Wärme, als Information weitergibt an die Steuerung. Die Steuerung verarbeitet nachher die dazugehörige Infrarotwärme, was ich einstellen kann. Bei der Wi-Fi-Steuerung funktioniert das anders, weil da haben wir noch da, viele kennen es wahrscheinlich von den anderen Videos, ich packe da jetzt einmal einfach eine aus. Wir haben da noch unsere kleinen Hygrometer. Diese Hygrometer haben bitte nur die Funktion, die Luftfeuchtigkeit und die Lufttemperatur an die Steuerung, an den Steuerungscomputer zu übermitteln. Ich kann mehrere Paneele auf ein Hygrometer anlernen, also kann ich bis zu 100 auch machen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ein großer Raum war, so wie zum Beispiel bei dem Schulprojekt, was wir haben, was es auch in unserem Video gibt, schaut euch das an. Aber diese Steuerung hat einen riesen Vorteil. Erstens könnt ihr heute das Hygrometer nur mit der Steuerung separat koppeln, dann brauche ich kein Internet. Wohlgemerkt, sie sind beide auch offline verwendbar. Bei der Digitalsteuerung kann ich das nicht optional machen, dass ich sage, ich will später eine App. Bei der Wi-Fi geht das schon. Das heißt, wenn ihr jetzt einmal eine Wi-Fi-Steuerung optional jetzt nur so verwendet, könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt auch die App aktivieren, indem du sie heute die Cloud dann herrichtet, also die, was aber direkt mit dem Werkserver verbunden ist. Da kommt niemand zu euren Daten dazu, keine Sorge, das ist eine Hochsicherheitsverschlüsselung. Und es geht aber nur darum, dass die Cloud für euch eure Daten vom Stromverbrauch aufzeichnen kann und sie kann aber gleichzeitig heute auch den Gesamtstromverbrauch mit Außentemperaturen, Innentemperatur, Luftfeuchtigkeitsverlauf, da habt ihr komplette Analysen, auch rückwirkend auf die ganze Zeit. Das Spannende dabei ist aber,
Die Wi-Fi-Steuerung funktioniert auf 1/10 Grad genau. Das heißt, diese Steuerung ist in der Lage, auch, wie wir es jetzt haben, die Sonne, wenn sie kurz reinkommt, ganz schwer für Heizung. Es erwärmt sich ganz schnell die Luft, aber das zu regulieren ist schwierig. Deswegen die Hygrometer. Die Hygrometer übermitteln den Wert, die Temperatur im Raum steigt um 1/10 Grad. Die Steuerungen werden im Hintergrund regulieren. Wi-Fi kann bis zu 6000 Schaltungen pro Minute auf 1/10 Grad genau und der Überhammer ist das ist eine variable Stromverbrauchsregulierung, das heißt die große Platten kann von 550 Watt bis 50 Watt vollautomatisch zur jeweiligen Speicherwärme den Stromverbrauch regulieren. Und das macht unser Celsius-System aus. Bei beiden ist ein Überlastschutz eingebaut, ein Unterlastschutz, also für Stromschwankungen, auch bis zu einem gewissen Bereich Spannungsschwankungen, aber natürlich kann man nicht alles abfedern, man hätte irgendwo eine massive Spannung rauskommt. Hauptsächlich, wenn ich heute eine Steckerleisten verwende und die keinen Schutz dabei hat, weil normalerweise ist es so, ich mache die Steckverbindung und dann schalte ich erst ein, dann kann nie was passieren. Wenn ihr aber jetzt den Stecker einfach nur so reingebt und dann nicht richtig findet oder das vielleicht nicht mehr richtig seht, dann kann euch da ein sogenannter Lichtbogen bis 20.000 Volt entstehen und der schießt euch nicht nur unsere Celsius-Steuerung ab, sondern jeden Fernseher, jeden Computer, jedes Elektrogerät. Also bitte aufpassen, wenn ihr eine Steckerleisten macht, immer eine mit einem Schutz und immer zuerst die Steckverbindung herstellen und dann erst einschalten. Ein ganz wichtiger Tipp. Die Wi-Fi-Steuerung kann aber natürlich über eure eigene Cloud, die was übrigens keine monatlichen Kosten hat. Bei uns ist das in Österreich, Deutschland und in der Schweiz kostenlos mit dabei. Das sind keine monatlichen Kosten und ihr habt den Vorteil mit der Wi-Fi-Steuerung, seid ihr immer am neuesten Stand von Celsius. Bei der Digitalsteuerung seid ihr auch bestens versorgt, wenn heute große Änderungen kommen würden. Aber ich kann euch sagen, dieses Juwel ist schon absolut ausgereift, bis ins kleinste Detail perfektioniert. Die Wi-Fi-Steuerung hat man natürlich durch die heutigen Bauteile noch viel mehr Möglichkeiten, aber das wird alles online eingespielt und ihr könnt euch das bequem, wenn ihr das in der App angelernt habt. Deswegen ist der Vorteil, wenn es im Internet, im WLAN eingebunden ist und dann könnt ihr heute die neueste Software empfangen. Schaut rein auf www.infrarothehimmel.at, tut uns liken und abonnieren und wer es noch nicht hat, bitte bestellt euch eure Celsius Infrarotpaneele, am besten gleich jetzt, fangt in einen Raum an und ihr werdet zufrieden sein. Bis demnächst, pfiat euch!